Heute gibt es Neuheiten aus dem Moviepark Germany, aus Efteling und ganz vielen anderen Freizeitparks dazu, Awards, Gewinner und die Rankings und weiß ich nicht was alles. Also viele spannende Themen rund um Freizeitparks, Achterbahn, Kirmes und vielen mehr. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen News-Video. Ich wünsche euch schon mal einen wunderbaren Freitag, Nachmittag, Abend oder Wochenende oder was auch immer, egal wann ihr dieses Video seht. Und ich hoffe, bei euch ist es nicht allzu warm, ansonsten zieht euch das T-Shirt aus. Oder kauft euch ein neues Shirt bei uns im Shop, aber darum soll es gar nicht gehen, denn dieses Video wird supported von Aufwind Rides, ein Hersteller für Fahrgeschäfte und Attraktionen aus Deutschland, wo man alles komplett schlüsselfertig bekommen kann. Von der Idee übers Konzept, Design, dem Bau, Installation und Inbetriebnahme und nicht nur vom Fahrgeschäft selbst, sondern auch die ganze Gestaltung, Thematisierung und Effekte drumherum. Checkt das gerne mal aus, Link in der Videobeschreibung. Ansonsten gibt es auch super viele Videos hier auf dem Kanal und wir werden dieses Jahr in Deutschland auch über die eine oder andere Neuheit bestimmt noch berichten, die Aufwind Rides aktuell noch in ihren Werkstätten zusammenschustern und dann bald uns präsentieren, damit wir wieder was Neues, Spannendes erleben können. Und in diesem Sinne starten wir direkt durch und es gibt auch Neues in deutschen Freizeitparks und vor allem in einem Park, wo man nicht gedacht hätte, dass dann irgendwann mal irgendwas nochmal neu kommt. Und wir sind bei Belantis. Der Freizeitpark Belantis bei Leipzig wurde ja im vergangenen April 2025 von CDR, der Compagnie de Alpes, gekauft. Ein Jahr später eröffnet man schon die ersten neuen Attraktionen, denn man hat wirklich angefangen hier zu investieren und einen Plan zu erstellen. Es wird mittelfristig eine Transformation geben von Belantis zu Asterix Park Deutschland. Für mich Belantrix immer noch dann. Und die ersten Schritte oder die ersten Sachen, die ersten Veränderungen sind jetzt bereits zu sehen bzw. sogar zu erleben. Denn jetzt neu eröffnet ist der Themenbereich Idefix Abenteuerland und das ist nicht nur ein neuer Themenbereich, der geschaffen wurde, sondern es gibt mehrere Fahrattraktionen, neben zum Beispiel auch einem Meet and Greet mit Asterix und Obelix. Und wenn ihr was fahren wollt, gibt es nämlich zum Beispiel Aerobix Flugmaschine von der Firma Zamperla aus Italien, ein sogenanntes Magic Bike. Dann gibt es den Seifenkistenwirbel von Zamperla, ein Go-Go Bounce, also ein Karussell mit hüpfenden Gondeln. Die Fahrschule Frischling von Zamperla, ein Speedway, ein super cooler Attraktionstyp meiner Meinung nach. Idefix Flussfahrt kommt von dem französischen Hersteller Ravachon und ist ein Mini-Flume. Und Idefix Versteck ist von Spielart GmbH aus Thüringen ein Abenteuerspielplatz. Das alles werden wir uns natürlich noch vor Ort anschauen und euch dann detailliert mehr dazu zeigen und erklären. Nur damit ihr jetzt schon mal wisst, was gibt es im Idefix Abenteuerland und was sind die neuen Attraktionen in Belantis. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich stark und ziemlich viel, vor allem nachdem man den Park erst ein Jahr inne hat. Und wer sich denkt, ja, nur so eine Kinderattraktion und so ein kleiner Kinderbereich, man hat hierfür 5 Millionen Euro investiert. Aber damit auch nicht genug. 2027 wird es dann direkt einen neuen Family Coaster geben, also eine Achterbahn für die ganze Familie in Belantis, die auch neu kommt. Und das ist schon ziemlich stark, dass das so schnell geht, weil aktuell kannst du zwar gerne Achterbahn bestellen, aber wirst sie nicht so schnell bekommen. Und da haben einige Zufälle zusammengespielt, dass das CDR ermöglichen konnte. Und auch das ist super spannend, werden wir uns da vor Ort auch angucken und der Bau wird auch in naher Zukunft bereits beginnen. Sehr, sehr spannend und ich bin wirklich guter Dinge, dass da auf jeden Fall jetzt einiges passiert und ich glaube, ein Besuch in Belantis lohnt sich auch bereits jetzt schon, wenn ihr den zum Beispiel mit dem Freizeitpark Plon kombiniert, der unweit von da entfernt ist und mit Donnerwind auch eine ziemlich spannende Attraktion bekommt, wo wir jetzt auch diese Woche erst einen weiteren Teil unserer kleinen Baudoku-Serie veröffentlicht haben, verlinke ich euch auch gerne hier oben, wo dann die ersten Testfahrten zu sehen sind. Und Donnerwind ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Kandidat für den nächsten FKF Award und damit sind wir beim FKF Award und wir haben bereits über den diesjährigen FKF Award gesprochen hier auf dem Kanal und im Rahmen der FKF Convention werden diese Award-Gewinner immer bekannt gegeben. Der FKF ist der Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark e.V. und intern gibt es ein ziemlich ausgeklügeltes Votungssystem und dann werden die besten Neuheiten in Europa gekürt in verschiedenen Kategorien. Und in der Kategorie Reise bzw. Kirmes hat dieses Jahr die Neuheit Phantom von Willi Orlemann gewonnen, eine XXL-Schaukel von KMG. Und im Rahmen der 150. Heddorfer Pfingstkirmes wurde der Glas Quader und ein großes Schild vom FKF überreicht und damit Phantom ausgezeichnet mit dem FKF Award für die beste Kirmesneuheit.
Und im Verein sind halt super viele spannende Menschen und die verschiedensten Leute kommen aufeinander. Unter anderem gehören auch Brunita dazu, Bruno und Anita oder auch Big Small Roller Coaster World. Und Brunita standen jetzt die Tage kurz vor ihren 4000. Count. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen rumgegangen, weil das ist so ganz oben, die Spitze. Danach kommt nichts mehr. Niemand ist mehr gefahren als die beiden. Es gibt aber ein großes Aber, denn die beiden sehen das nicht so. Brunita stehen bei alles kurz vor der 4000, beziehungsweise die 4000 ist jetzt auch gefallen. Glückwunsch auf jeden Fall schon mal dazu. Aber da sind alle Grauzonen und sonstigen Quatschsachen mit inkludiert, die es bei Coaster Count so gibt. Und nicht nur reine Achterbahn oder andere eigene Definitionen. Ich hatte das ja auch jetzt vor kurzem in einem Tourvideo, dass ich meine 2000 alles Grauzonen Pipapo hatte. Da vielen Dank nochmal an alle, die sich berufen geführt haben, obwohl es dazu geschrieben hat, dass es mit allen Grauzonen und allen Quatschkram ist, das nochmal auseinanderzunehmen, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich bei weitem keine 2000 Achterbahn gefahren bin. Und so ist das quasi jetzt auch bei Brunita. Wenn man alles zählen würde, ist die 4000 gefallen. Nach deren Definition, wo nur richtige Achterbahnen und Wasserachterbahnen zählen, sind es nur lächerliche 3444. Mein Gott, also da müsst ihr euch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Aber um das Ganze gebührend zu zelebrieren, haben die beiden sich gedacht, okay, wenn die 4000 von uns nicht richtig gezählten Bahnen jetzt fallen, dann machen wir auch so eine Quatschbahn. Und dafür ging es für die beiden Weltenbummler, die wirklich in den entlegensten Orten dieser Welt schon Achterbahn gefahren sind, natürlich logischerweise zum Giacolino Kinderland, zum Butterfly. Und das Ganze ist so rund 30 Autominuten von Brunos Arbeitsstelle entfernt. Da kann man auf jeden Fall mal seine 4000 voll machen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Feier ich total, super witzig und echt crazy. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und was dann die 4000. richtige Achterbahn bald wird. Das geht ja Schlag auf Schlag. Also krass. Einfach krass. 4000. Was los? Was nicht dazu zählen würde, wäre Avictas. Aber eine Attraktion und eine Neuheit, die jetzt gerade eröffnet hat, die sich trotzdem lohnt zu fahren, denn im Blackpool Pleasure Beach hat diese neue Attraktion mit den etwas für mich sperrigen Namen eröffnet und das Ganze ist ein sogenannter Giro Swing von der Firma Intamin und damit hat man ein 27 Meter hohes Fahrgeschäft, was bis zu 40 Personen in einem Ausschwung von 120 Grad bis auf 42 Meter Höhe bringen kann und haben wir auch schon ein paar von hier vorgestellt, gezeigt und sind sie gefahren, einfach der absolute Knaller. Und du hast ein sehr kraftvolles Fahrgeschäft, was super energieeffizient ist und einfach richtig, richtig Bock macht, richtig viel Airtime hat, viel Power hat und wirklich grandios ist. Hat man im Jaws Sommerland oder auch in Lieseberg schon erkannt. Deutschland, was ist los? Wir brauchen dringend sowas hier. Und die Parks, die da so in Frage kommen, ja, auch das kann man sehr gut gestalten. Kommt da gerne auch auf mich zu, dann entwickeln wir selber eine Idee. Grüße auch an Lukas, der hilft bestimmt auch noch beim Buddeln oder sonstigen. Also richtig coole Neuheit im Blackpool Pleasure Beach, dass überhaupt noch irgendwas mit reinpasst, ist sehr krass und ich glaube, Pleasure Beach und Intamin haben hier eine sehr gute Arbeit geleistet und eine coole neue Attraktion geschaffen. Movie Park Germany, auch hier habe ich im Opening-Video zu der Neuheit diesen Jahres schon gesagt, dass dieses Jahr noch mehr Glamour kommt. Ich weiß nicht, warum manche gedacht haben, ich meine AMC-Umbau vom Bandit, das ist halt irgendwie wett. Aber es gibt die Ankündigung jetzt offiziell für Movie Parks Parade of Celebration, die neue Parade mit neuen Floats, Show-Einlagen und eine Reise durch die Geschichte und die Filmwelt von Hollywood in Germany. Das wird ziemlich cool. Wir haben da schon angefangen, was zu drehen, was ihr dann sehen werdet, wenn die Parade auch läuft. Und es wird quasi eine öffentliche Generalprobe schon geben und ab dem 20. Juli könnt ihr diese im Moviepark Germany sehen. Und die große pompöse Parade mit allem Pipapo startet dann zum Geburtstag oder zur Jubiläumsfeier zu 30 Jahre Moviepark Germany am 4. Juli. Das wird richtig crazy, da freue ich mich auch sehr drauf. Also checkt das auf jeden Fall aus, kommt rum und guckt euch das an. Das wird wirklich, wirklich cool. Und nach dem heißen Sommer geht es wahrscheinlich dann im Winter mal wieder nach Efteling, würde ich sagen. Und wir haben ja gerade erst in den News drüber gesprochen, dass da 3 Family Drop Tower eröffnet wurden. Und das nächste Fahrgeschäft ist quasi auch bereits jetzt angekündigt
angekündigt für diesen Winter bereits. Ravenring wird mit 18 geflügelten Fahrzeugen für 36 Helden ab 1 Meter Körpergröße ab Winter diesen Jahres bereitstehen und das in einem kompletten, ich nenne es mal neuen Themenbereich, aber Ravenring wird quasi ein Themenbereich für sich und da drin ist auch Raveline, die Parkshow inkludiert, die komplett neu gemacht wird, überarbeitet wird und das zusammen mit den Kollegen aus Frankreich von Puy du Fou und das verspricht wirklich crazy zu werden. Ich verlinke euch gerne unser Video zu Puy du Fou hier oben. Das ist wirklich ein Park, also es ist ein Freizeitpark, aber da gibt es nur Shows, da gibt es keine Rides. Und die machen das. Das ist wirklich crazy, was bei denen abgeht. Und damit könnte Raveline, was schon eine coole Show war, richtig crazy werden. Aber auch der Ride daneben ziemlich cool. Und man fliegt quasi mit den Raben und kann mit einem Hebel selber bestimmen, wie weit man geneigt werden möchte. Und am Ende der Fahrt bekommt man mitgeteilt, welches magische Element zu einem passt. Ob es dann nämlich Wasser, Feuer, Holz oder Metall ist. Oder so ähnlich. Ich kann kein Deutsch. Also auch crazy, was da passiert. Es ist auch crazy, was jetzt in Deutschland noch passiert. Auch wenn der ein oder andere deutsche Park, der dieses Jahr noch Achterbahnen eröffnen möchte, denkt, würde Weltpremieren eröffnen, was einfach so nicht stimmt. Aber ich wollte jetzt nicht einen kompletten Promotext von einem Park, der 2 Achterbahnen dieses Jahr eröffnet oder 2 Parks, die 2 Bahnen eröffnen, auseinandernehmen, weil da so viel falsch drin war. Aber was man sich angucken kann, ist zum Beispiel bei der Spiegel eine Top-10-Liste der besten Neuheiten für deutsche Freizeitparks 2026. Und habt ihr diesen Artikel schon gesehen? Was ist davon so euer Ranking? Was würdet ihr wohin packen? Und geht ihr damit d'accord, dass der Spiegel Donnerwind im Freizeitpark Plon jetzt schon auf die 1 gewotet hat und dass das die spannendste, beste Neuheit in einem deutschen Freizeitpark dieses Jahr wird? Ich gehe damit auf jeden Fall mit. Bei den anderen Sachen kann man sich gerne drüber streiten. Was meint ihr dazu? Lasst es in den Kommentaren krachen. Ich bin auch dabei und der Uwe bestimmt auch. Was für ein Quatsch. Jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns hier wieder zum neuen Video. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gestern kam ein weiterer Teil der 360-Grad-Tour. Ein paar Videos haben wir noch. Und überhaupt, ich musste auch mal weiter dran schneiden, weil es hört nicht auf.